Lohnt sich jetzt noch der Battle Pass? Ja, also grundsätzlich lohnt er sich immer. Weil du kaufst für 1000, was kostet er jetzt? 1200 oder 1300? Ich habe den Preis wieder erhöht. Er lohnt sich immer, weil du kaufst, ich habe das mal ausgerechnet, also ich meine, es ist natürlich auch von Monat zu Monat unterschiedlich. Aber musst mal gucken, ich habe es mal ganz genau ausgerechnet, wie viele F-Coin er kostet und wie viele F-Coin die Items, die drin sind, wert sind. Wie gesagt, manchmal ändern sie ein paar Items. Aber eigentlich eher nicht. Also die meisten Items sind fast immer gleich. Und das ist halt insane. Du kaufst halt, wie gesagt, für 1000 bis 1300 F-Coin kaufst du Items im Wert von, ich glaube, fast 10.000 oder so. Natürlich muss man vorsichtig sein. Es gibt ein paar Items, die drin sind, die sind relativ teuer in F-Coin. Die kauft sich aber so gut wie nie jemand. Oder eher weniger. Aber das ist ja egal, weil allein mit Protects kommst du schon, glaube ich, auf über 5000. Also du kriegst ja zum Beispiel, bestes Beispiel dafür ist die letzte Belohnung. Du kaufst dir 15 Smiling Scroll Boxen, wovon ja eine bereits 100 F-Coin wert ist. Das heißt, du kaufst für, was kostet der? 1200 F-Coins, kaufst du Minimum 1500. Und dann hast du noch hier 600, Weapon Bonus Reroll Scroll, hier hast du nochmal 400, hier hast du nochmal 200, dann hast du noch die Amplis und so weiter und so fort. Und wenn du das alles zusammenbringst, wie gesagt, kommst du auf etliche 1000 F-Coin. Wie gesagt, ich glaube, es waren über 10.000 oder so, aber es war wirklich insane. Beziehungsweise war es gleich deswegen so heftig, weil ich zusätzlich noch, also es gibt ja noch die Items, die keinen wirklichen Wert haben. Also zumindest keinen F-Coin-Wert, wie zum Beispiel hier 10 Power, da ist 12. Die haben ja gar keinen Wert, also in F-Coin gerechnet. Also theoretisch schon, aber du kannst sie nicht im Cash-Up kaufen, das meine ich damit. Und dann ist noch die Extra-Items, manchmal gibt es ja noch 7% Karten zum Abschluss und so weiter. Also es ist insane, was da für Value drin steckt. Und allein dann lohnt sich schon. Und dann hast du noch die Bonusvorteile wie Vendor Shop, 2 Tage Vendor, solange der Battle Pass gilt. Also quasi 2 Tage AFK-Shop-Dauer, ohne dass du online sein musst. Schnelleres Upgraden, weil das jetzt nicht so der krasseste Vorteil ist, weil man upgradet jetzt nicht so oft und ich finde das schnelle Upgraden schon fast zu schnell, aber Geschmackssache. Unlimited Fuel beim Fliegen, also schneller fliegen. Und ich weiß gar nicht, was sind da noch die Vorteile. Dungeon Map und Navigator. Common Bank. Und ein weiterer freier Dungeon-Eintritt, ja. Ja, ich finde, die Vorteile sind jetzt nicht so heftig. Ich finde, der heftigste Vorteil ist das mit dem Vendor. Weil das schon wirklich krass ist und das kann eigentlich jeder gebrauchen. Die anderen Vorteile kommt halt drauf an. Manche brauchen es nicht. Aber insgesamt ist das Ding auf jeden Fall geistesgestört. Von der Value her. Gibt nichts Besseres, was du im Cash-Up kaufen kannst, als den Battle Pass. Außer natürlich, du brauchst keine Products und so. Weil letztendlich die Items sind zwar theoretisch so viel wert, aber natürlich ist alles sehengebunden. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, jeder sieht es anders. Also manche Leute bewerten halt sehengebundene Items deutlich geringer. Ich auch. Also kommt drauf an, welches Item. Manche Leute wollen nicht selber upgraden zum Beispiel. Die würden jetzt Products wahrscheinlich niemals mit dem vollen Wert anrechnen. Andere Leute würden sagen, ist doch scheißegal, ob das Product sehengebunden ist oder nicht. Ein Product ist ein Product, das ist immer gleich viel wert für mich. Also wie gesagt, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Und kommt halt, wie gesagt, auch einfach drauf an. Er braucht keine Products. Naja, Leute mit perfektem Equipment. Leute, die einen Charakter spielen und den komplett fertig ausgerüstet haben. Sir, vielleicht? Dürfte ich jemand aus meinem Hause vorschlagen? Mr. Potter, vielleicht? Ja, ich meine Malfoy. Mr. Potter. Naja, also Battle Pass ist schon wirklich No-Brainer. Also beim Battle Pass muss man sich wirklich keine Gedanken machen, dass man da irgendwas falsch macht, weil das ist wirklich idiotensicher. Kannst du immer noch Soulbound verkaufen. Ja, aber darauf hat auch nicht jeder Lust und du musst auch erstmal jemanden finden, der dir trustet. Ist jetzt ja auch nicht so gang und gäbe, dass du einfach jemandem vertraust oder mit Pfand und so. Also wie gesagt, jeder hatte so eine andere Meinung.